Lektion 1: Karrierewege erkundet. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Jobs unterschiedliche Bildungsniveaus erfordern. Ich stimme vollkommen zu. Einige Berufe erfordern eine umfangreiche Ausbildung, während andere nur eine Grundausbildung erfordern. Genau. Arzt zu werden erfordert zum Beispiel ein langjähriges Studium und Praktika. Das ist sehr wahr. Ärzte benötigen ein tiefes Verständnis des menschlichen Körpers und verschiedener medizinischer Praktiken. Auf der anderen Seite erfordern einige Berufe, wie das Klempnerhandwerk, eine geringere formale Ausbildung, erfordern aber dennoch Fähigkeiten. Ja. Eine Klempnerausbildung kann für praktisches Lernen sehr effektiv sein. Ich bewundere die Handwerkskunst in den Berufen. Sie sind für unser tägliches Leben unverzichtbar. In der Tat. Und viele dieser Rollen können auch sehr lukrativ sein. Was hältst du von Jobs in der Technologiebranche? Sie scheinen sich ständig weiterzuentwickeln. Die Rollen im Technologiebereich können in Bezug auf die Bildungsanforderungen stark variieren. Einige erfordern Abschlüsse, während andere möglicherweise nur Zertifizierungen benötigen. Das ist ein fantastischer Punkt. Ein autodidaktischer Programmierer kann manchmal genauso wertvoll sein wie einer mit einem Abschluss. Genau. Leidenschaft und Können überwiegen oft die formale Ausbildung in diesem Bereich. Ich frage mich, wie viele junge Menschen das erkennen, bevor sie ihren Weg wählen. Es ist wichtig, alle Optionen auszuloten. Bildung ist nicht der einzige Weg zum Erfolg. Ich stimme vollkommen zu. Eine Berufsausbildung kann auch zu erfüllenden Karrieren führen. Und praktische Erfahrung hilft Menschen oft dabei, herauszufinden, was sie gerne tun. Genau. Jeder hat einzigartige Talente und sollte das verfolgen, was bei ihm Anklang findet. Hier geht es darum, alle Arten von Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu erkunden. Ja, die Welt steckt voller vielfältiger Karrieremöglichkeiten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Lektion 2: Die Integrität des Sports. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und über die Integrität des Sports zu diskutieren. In der Tat. Das Problem der Verhinderung des Einsatzes leistungssteigernder Medikamente bei Sportlern ist von Bedeutung. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein herausforderndes Problem, das es anzugehen gilt, nicht wahr? Ja, es ist schwierig. Sportler sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich einen Vorteil zu verschaffen. Genau. Der Leistungsdruck auf hohem Niveau kann zu schlechten Entscheidungen führen. Und die Folgen können sowohl physisch als auch ethisch schwerwiegend sein. Stimmt. Es untergräbt den Geist des fairen Wettbewerbs. Welche Maßnahmen sollten Ihrer Meinung nach ergriffen werden, um dieses Problem zu bekämpfen? Strenge Testrichtlinien könnten ein Anfang sein, aber sie müssen wirksam durchgesetzt werden. Das ist ein berechtigtes Argument. Testen allein reicht nicht aus, wenn es Schlupflöcher gibt. Bildung ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Sportler müssen die mit diesen Medikamenten verbundenen Risiken verstehen. Ja, Sie zu informieren könnte einige davon abhalten, schädliche Entscheidungen zu treffen. Vielleicht würde es auch helfen, Trainer und Mentoren in diese Diskussionen einzubeziehen. Das könnte ein unterstützendes Umfeld schaffen und die Athleten ermutigen, sauber zu bleiben. Es ist wichtig für die Gesundheit und Sicherheit der Athleten selbst. Unbedingt. Und es bewahrt die Integrität des Sports für zukünftige Generationen.
Denken Sie, dass mehr Transparenz in Sportorganisationen helfen würde? Ganz gewiss. Transparenz schafft Vertrauen bei Sportlern, Fans und Organisationen. Es ist alles miteinander verbunden. Eine Einheitsfront gegen Doping könnte zu echten Veränderungen führen. Ja, es erfordert das Engagement aller Beteiligten in der Sportgemeinschaft. Gemeinsam können wir eine drogenfreie Sportkultur fördern Und feiere wahres Talent und harte Arbeit. Darum sollte es beim Sport gehen. Wir wollen eine bessere Zukunft für Sportler auf der ganzen Welt schaffen. Lektion 3. Die Welt der Kunst. Diese Galerie ist wirklich faszinierend, nicht wahr? In der Tat. Die Vielfalt der Kunstwerke ist beeindruckend. Übrigens habe ich vor kurzem erfahren, dass du Künstler bist. Das ist interessant. Danke. Ich schaffe abstrakte Gemälde, die Emotionen durch Farbe ausdrücken. Abstrakt, sagst du? Wie wählst du deine Farben aus? Ich lasse mich oft von meinen Gefühlen leiten. Helle Farben bedeuten Freude, während dunkle Farben Traurigkeit vermitteln. Was für ein wunderbarer Ansatz. Hast du eine Lieblingsfarbe, mit der du arbeiten kannst? Ich liebe es, Türkis zu verwenden. Es wirkt beruhigend und strahlt Positivität aus. Ich kann mir vorstellen, wie inspirierend das wäre. Mit welchen Themen beschäftigst du dich in deinen Bildern? Ich neige dazu, Themen wie Verbindung und Natur zu erforschen. Ich finde beide sehr bedeutsam. Sich durch Kunst mit der Natur zu verbinden, klingt lohnend. Malst du oft im Freien? Ja, die Freilichtmalerei ermöglicht es mir, die Essenz eines Ortes einzufangen. Das muss ein ziemliches Erlebnis sein. Wie gehst du mit Kritik an deiner Arbeit um? Ich freue mich über konstruktives Feedback. Es hilft mir, als Künstler zu wachsen. Das ist eine gesunde Denkweise. Hattest du schon einmal ein Stück, dessen Kreation besonders schwierig war? Ja, in der Tat. Es gab ein Gemälde, für dessen Fertigstellung ich Monate gebraucht habe. Was hat es so herausfordernd gemacht? Ich wollte ein komplexes Gefühl vermitteln. Es erforderte viel Experimentieren. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Lernprozess war. Was erhoffst du dir, dass die Zuschauer von deiner Kunst mitnehmen? Ich hoffe, sie fühlen sich mit ihren eigenen Emotionen und Erfahrungen verbunden. Das ist ein tiefgreifendes Ziel. Kunst hat die Kraft, tief bei den Menschen anzukommen. Genau, es ist erstaunlich, wie ein einfaches Gemälde starke Gefühle hervorrufen kann. Ich freue mich darauf, mehr von ihrer Arbeit zu sehen. Es ist wirklich inspirierend. Lektion 4. Rücksichtsvolle Gäste sein. Es ist ein schöner Tag, um Zeit im Freien zu verbringen. Findest du nicht? Unbedingt. Das Wetter ist perfekt, um den Park zu genießen. Mir ist aufgefallen, dass es hier kein Zeitlimit für Gäste gibt, was wunderbar ist. Ja, es ermöglicht jedem, sich so lange zu entspannen, wie er möchte. Ich weiß es jedoch zu schätzen, dass Sie die Gäste bitten, auf andere Rücksicht zu nehmen. Das ist sehr wichtig. Das Teilen des Raums macht es für alle angenehm. Ich stimme zu. Wenn eine Gruppe stundenlang bleibt, kann das für andere eine Herausforderung sein. In der Tat. Es ist schließlich ein Gemeinschaftsraum.
Vielleicht könnten wir uns ein paar höfliche Erinnerungen für die Gäste einfallen lassen. Tolle Idee. Einfache Botschaften können jeden dazu ermutigen, achtsam zu sein. Zum Beispiel könnte ein Schild die Leute daran erinnern, in geschäftigen Zeiten Tische zu teilen. Ja. Das würde das Gefühl der Kameradschaft unter den Besuchern fördern. Und eine freundliche Erinnerung daran, nach sich selbst aufzuräumen, hilft auch sehr. Unbedingt. Ein sauberer Park ist für alle angenehmer. Wie wäre es mit der Organisation von Veranstaltungen, die den Gemeinschaftsgeist fördern? Fantastischer Gedanke. Regelmäßige Gemeindetreffen könnten Respekt und Rücksichtnahme fördern. Es würde Bindungen zwischen den Besuchern schaffen und das Erlebnis aller bereichern. Stellen Sie sich ein monatliches Picknick vor, bei dem jeder ein Gericht zum Teilen mitbringt. Das klingt herrlich. Das Teilen von Essen könnte die Gemeinschaft wirklich vereinen. Ja. Solche Ereignisse könnten die Menschen auch daran erinnern, wie wichtig Freundlichkeit ist. Ich glaube, wir können mit wenig Aufwand eine Kultur der Rücksichtnahme kultivieren. In der Tat. Es geht darum, eine wundervolle Atmosphäre für alle zu schaffen. Es geht darum, unsere öffentlichen Räume zu schätzen und den Respekt der Gäste zu fördern. Lektion 5: Kulinarische Einheit. Dieses Festival ist unglaublich. Die Auswahl an Speisen ist einfach überwältigend. Ich finde es fantastisch. Es vereint verschiedene Kulturen und ihre einzigartigen Aromen. Unbedingt. Essen hat eine bemerkenswerte Art, Menschen zu vereinen, nicht wahr? In der Tat. Jedes Gericht erzählt eine Geschichte über seine Kultur und sein Erbe. Was ist das erste Gericht, das du probieren willst? Ich freue mich darauf, die marokkanische Tagine zu probieren. Ich habe wundervolle Dinge darüber gehört. Gute Wahl. Ich glaube, ich werde mit etwas Sushi beginnen. Sushi ist köstlich. Hast du schon einmal versucht, es selbst zu machen? Ich habe es einmal versucht und sagen wir einfach, es war mehr Chaos als alles andere. Das ist ziemlich amüsant. Ich kann mir die chaotische Küchenszene nur vorstellen. Es war eine ziemliche Erfahrung. Irgendwie hatte ich überall Reis. Nun, zumindest war es eine gute Geschichte. Welche anderen Küchen faszinieren dich? Ich bin fasziniert von der indischen Küche. Die Gewürze sind lebendig und reichhaltig. Ja, die Geschmacksprofile sind dynamisch. Hast du Butterhuhn probiert? Hab ich. Es ist himmlisch. Ich dachte, es wäre zu scharf, aber es war perfekt. Das ist das Schöne an internationalen Food-Festivals. Sie können erkunden, ohne zu reisen. Sehr wahr. Es ist etwas Besonderes, ein Stück einer anderen Kultur zu probieren. Genau. Kulinarische Abenteuer ermöglichen es uns, auf sinnvolle Weise mit anderen in Kontakt zu treten. Ich hoffe, dass mehr Veranstaltungen wie diese das kulturelle Verständnis weiter fördern. Ich auch. Es ist wichtig, um Freundschaften über Grenzen hinweg aufzubauen. Wir freuen uns darauf, leckeres Essen zu genießen und unsere vielfältige Welt zu feiern. Lektion 6: Zahlungseinstellungen. Es ist aufregend, diese Reise zu planen. Hast du unser Zimmer schon reserviert? Ja, ich habe reserviert.
An einigen Orten können jedoch Barzahlungen akzeptiert werden. Das ist gut zu wissen. Ich persönlich bezahle lieber mit Bargeld. Bargeld hat seine Vorteile. Es kann manchmal Transaktionen erleichtern. Genau. Außerdem hilft es mir, ein Budget einzuhalten, ohne zu viel auszugeben. Das verstehe ich vollkommen. Haben Sie überprüft, ob das Hotel Bargeld akzeptiert? Noch nicht. Ich nehme an, ich sollte Sie kontaktieren, um Ihre Zahlungsbedingungen zu bestätigen. Das ist eine kluge Idee. Sie wollen keine Überraschungen bei der Ankunft. Unbedingt. Ich frage mich jedoch, ob eine Barzahlung zu Rabatten führen könnte. Das ist eine Möglichkeit. Einige Hotels bieten Anreize für Barzahlungen. Ich werde mich danach erkundigen. Es wäre toll, etwas Geld zu sparen. Es könnte auch den Check-in-Vorgang beschleunigen. Ja. Ich habe gehört, dass Kreditkartentransaktionen manchmal länger dauern können. Genau. Und wenn Sie mit Bargeld bezahlen, vermeiden Sie Wartezeiten auf Rückerstattungen. Stimmt. Es scheint, als ob Bargeld auch im digitalen Zeitalter immer noch Vorteile bietet. In der Tat. Manchmal ist Einfachheit am besten, besonders auf Reisen. Ich werde auf jeden Fall das Hotel anrufen. Danke für deinen Einblick. Du bist willkommen. Ich freue mich auf unser gemeinsames Abenteuer. Auf eine reibungslose und angenehme Reise, angefangen bei der Bezahlung. Lektion 7. Backabenteuer. Ich muss sagen, diese Küche riecht herrlich. Danke. Es ist einer meiner Lieblingsorte. Weißt du, ich mag Schokoladenkekse besonders. Schokoladenkekse sind ein Klassiker. Es gibt nichts Vergleichbares, oder? Ich denke, ich gehe nach Hause und frage meine Mutter, ob wir auch Kekse backen können. Das klingt nach einer ausgezeichneten Idee. Frisch gebackene Kekse sind immer ein Genuss. Ich kann mir schon vorstellen, wie die warme, klebrige Schokolade in meinem Mund zergeht. Genau. Hast du ein geheimes Familienrezept? Nun, meine Mutter hat eine einfache, aber leckere. Es scheitert nie. Einfachheit führt oft zu den besten Ergebnissen. Ich stimme zu. Manchmal erschweren ausgefallene Zutaten die Magie des Backens. Haben Sie jemals mit dem Hinzufügen von Nüssen oder Trockenfrüchten experimentiert? Wir haben einmal Walnüsse probiert, aber ich hab's ohne bevorzugt. Was ist mit dir? Ich genieße es, eine Prise Meersalz darüber zu geben. Es verstärkt die Süße wunderbar. Das ist eine geniale Idee. Salzig und süß ist eine fantastische Kombination. Wie wäre es, wenn wir das nächste Mal zusammen backen? Wir können Ideen und Rezepte austauschen. Das wäre wunderbar. Zusammenbacken klingt nach so viel Spaß. Wir können auch andere Freunde einladen, am Backchaos teilzunehmen. Mehr helfende Hände bedeuten mehr Lachen in der Küche. Unbedingt. Ich kann die lustigen Gespräche und das Kichern schon hören. Backen bringt Menschen wirklich zusammen. Ja, und es schafft köstliche Erinnerungen, die es zu schätzen gilt.
Nun, ich sollte nach Hause gehen und meine Mutter überreden, zu backen. Und ich bereite mich auf unser nächstes Backabenteuer vor. Auf viele weitere herrliche Backsessions in der Zukunft. Lektion 8. Zeitmanagement. Ich habe in meinen Kalender geschaut und er scheint diese Woche ziemlich voll zu sein. Das sehe ich. Es scheint, als ob Sie mit vielen Aufgaben jonglieren. In der Tat. Ich glaube, ich muss meinen Zeitplan anpassen, damit alles hineinpasst. Das ist eine kluge Entscheidung. Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden, nicht wahr? Unbedingt. Ich muss meine Aktivitäten effektiv priorisieren. Haben Sie eine bestimmte Veranstaltung, an der Sie teilnehmen möchten? Ja, ich möchte an dem Malkurs teilnehmen, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Das klingt aufregend. An welchem Tag möchten Sie teilnehmen? Ich habe über Samstag nachgedacht. Allerdings habe ich an diesem Tag auch ein Familientreffen. Vielleicht könntest du zuerst zum Treffen gehen und danach zum Unterricht. Das könnte klappen, obwohl ich nach dem Familienfest vielleicht etwas müde bin. Ein bisschen Koffein könnte dich wiederbeleben. Stimmt. Kaffee könnte meine Geheimwaffe für Energie sein. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihren Malkurs stattdessen unter der Woche zu planen? Das habe ich, aber ich fürchte, die Wochentage könnten mir zu hektisch sein. Es ist in der Tat ein Balanceakt. Manchmal können Abendkurse von Vorteil sein. Das ist ein gutes Argument. Ich werde die Abendoptionen erkunden. Und wenn Sie nach einem langen Tag keine Lust zum Malen haben, können Sie ihn jederzeit aufs Wochenende verschieben. Genau. Flexibilität wird mir helfen, den Unterricht mehr zu genießen. Es hört sich so an, als ob Sie der perfekten Balance näher kommen. Ich hoffe es. Zeit effektiv zu verwalten ist eine ziemliche Herausforderung. Aber es ist lohnend, wenn Sie die Dinge, die Sie lieben, hineinpassen können. Hier geht es darum, die Zeitpläne anzupassen und sich Zeit für unsere Leidenschaften zu nehmen. Lektion 9. Abenteuer in Texas. Texas ist ein ziemlich interessanter Staat. Findest du nicht? Unbedingt. Es ist bekannt für seine weiten Landschaften und seine reiche Kultur. Außerdem weiß ich zu schätzen, wie es das Gefühl der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit seiner Menschen fördert. Ja, Texaner haben einen starken Geist, dieser Stolz ist überall offensichtlich. Das bewundere ich. Es scheint jeden zu ermutigen, seine Träume zu verwirklichen. Genau. Und Texas ist auch bekannt für seine wunderschönen Parks und Naturlandschaften. Haben Sie einen der Nationalparks hier besucht? Ja, habe ich. Big Bend ist atemberaubend. Die Berge und Schluchten sind faszinierend. Ich habe fantastische Dinge über Big Bend gehört. Die Sternenbeobachtung dort muss unglaublich sein. Das ist es wirklich. Der Nachthimmel ist voller Sterne, anders als alles, was ich je gesehen habe. Wie bezaubernd. Das möchte ich auch erleben. Du solltest auf jeden Fall eine Reise planen. Es gibt auch viele Wanderwege, die es zu erkunden gilt. Das werde ich. Wandern in solch atemberaubenden Landschaften scheint reizvoll. Außerdem können Sie in die vielfältige Tierwelt eintauchen. Das klingt aufregend.
Gibt es lokale Lebensmittel, die du empfiehlst? Unbedingt. Sie müssen authentisches texanisches Barbecue probieren. Grillen ist ein Muss. Ich habe gehört, dass es ein ziemliches Erlebnis sein kann. In der Tat, die Aromen sind reichhaltig und die Portionen sind großzügig. Was kann ich sonst noch in Texas entdecken? Vergiss die Musikszene nicht. In Austin gibt es viele talentierte Musiker. Ah, die Hauptstadt der Live-Musik. Ich würde diese Atmosphäre gerne erleben. Du wirst nicht enttäuscht sein. Texas hat so viel zu bieten. Ich kann die Aufregung schon spüren. Auf viele Abenteuer in Texas liegen vor uns. Lektion 10. Ein köstlicher Brunch. Was für ein herrlicher Morgen. Ich kann es kaum erwarten, etwas Erfrischendes zu bestellen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich glaube, ich nehme ein Glas Orangensaft. Die perfekte Wahl. Frischer Orangensaft ist immer anregend. In der Tat, es ist wie Sonnenschein in einem Glas. Was wirst du trinken müssen? Ich denke über einen Smoothie nach. Sie bieten hier so viele köstliche Geschmacksrichtungen. Das klingt wunderbar. Vielleicht ein Beerensmoothie für zusätzliche Vitamine? Tolle Idee. Ich liebe die Kombination aus Erdbeeren und Blaubeeren. Apropos köstlich, sollten wir auch etwas zu essen bestellen? Unbedingt. Ein Obstteller klingt perfekt zu unseren Getränken. Ja, ein bunter Obstteller wäre erfrischend und lebendig. Ich wette, es wird wie ein Kunstwerk auf dem Tisch aussehen. Ich kann es kaum erwarten, ein Foto davon zu machen. Es wird ein Instagram-würdiger Moment sein. Lassen Sie uns auch fragen, ob Sie Joghurt zum Teller haben. Joghurt würde eine schöne Cremigkeit hinzufügen. Es passt wunderbar zu Obst. Ich stimme zu. Diese Mahlzeit wird sowohl nahrhaft als auch optisch ansprechend sein. Genau. Wenn man buntes Essen isst, fühlt man sich tendenziell glücklicher. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Leuchtende Farben haben etwas an sich, das die Stimmung hebt. Und das Beste daran? Wir werden unser Essen zusammen genießen. Das ist in der Tat das Highlight. Gutes Essen und gute Gesellschaft sind die perfekte Kombination. Auf ein köstliches Brunch-Erlebnis voller Lachen. Ja, lassen Sie uns jeden Bissen auskosten und jeden Moment in vollen Zügen genießen. Lektion 11. Die Schönheit der Natur. Dieser Park ist absolut wunderschön. Die Farben sind heute atemberaubend. Ich stimme zu. Die Blumen stehen in voller Blüte und die Luft ist frisch. Ich habe vorhin ein paar Fotos gemacht. Möchtest du sie sehen? Sicher. Ich würde gerne deine Bilder von diesem schönen Tag sehen. Ich werde sie jetzt mit dir teilen. Du wirst erstaunt sein. Ich freue mich. Die Schönheit der Natur einzufangen ist immer lohnend. In der Tat. Hast du bei deinem letzten Besuch fotografiert? Ich habe es versucht, aber der Akku meiner Kamera ist unerwartet leer. Oh nein, das ist bedauerlich. Hast du wenigstens die Landschaft genossen?
Ja, ich habe mir all die schönen Orte im Kopf notiert. Das ist eine tolle Idee. Manchmal lässt sich ein Moment am besten persönlich genießen. Unbedingt. Mentale Bilder können genauso mächtig sein wie Fotos. Lass mich dir ein Bild von dem Weidenbaum am Teich zeigen. Dieser Baum ist großartig. Es sieht so heiter aus. Ich dachte, es würde dir gefallen. Die Art und Weise, wie es sich im Wind bewegt, ist magisch. Ich kann fast hören, wie die Blätter Geheimnisse flüstern. Die Natur hat sicherlich ihre Geheimnisse. Haben Sie einen Lieblingsplatz in diesem Park? Ich sitze gerne am Springbrunnen. Das Geräusch des Wassers ist beruhigend. Das klingt herrlich. Vielleicht können wir es danach besuchen. Das würde ich sehr gerne. Ein schöner Ort zum Entspannen und Nachdenken. Und um noch ein paar schöne Momente festzuhalten. Ja, lassen Sie uns die Schönheit um uns herum genießen, solange wir können. Es geht darum, die Natur und die Freude, die sie bringt, zu schätzen. Lektion 12. Das Leben im Norden. Ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich das Leben in verschiedenen Teilen der Welt sein kann. Unbedingt. Nunavut liegt zum Beispiel im Norden, also ist das Leben dort ganz anders. Ja, ich habe gelesen, dass die Kultur und Traditionen tief im Erbe der Inuit verwurzelt sind. Richtig. Sie haben eine starke Verbindung zum Land und zu ihrer Geschichte. Wie wirkt sich das extreme Wetter auf das tägliche Leben dort aus? Die strengen Winter können eine ziemliche Herausforderung sein, da die Temperaturen oft unter den Gefrierpunkt fallen. Das muss sich auf alles auswirken, vom Transport bis zur Lebensmittelversorgung. In der Tat. Viele Gemeinden sind im Winter für den Transport auf vereiste Straßen angewiesen. Wie schaffen es Menschen, unter solchen Bedingungen zu leben? Resilienz ist der Schlüssel. Sie passen sich an, indem sie spezielle Kleidung tragen und Schneemobile benutzen. Ich kann mir vorstellen, dass ihre Ernährung stark von dem abweicht, was wir gewohnt sind. Ja. Traditionelle Lebensmittel wie Robben, Wale und Karibus sind in ihrer Ernährung weit verbreitet. Das ist bemerkenswert. Ich frage mich, wie diese Praktiken ihre Gesundheit und ihren Lebensstil beeinflussen. Sie haben einen sehr aktiven Lebensstil, der ihnen hilft, mit der Kälte umzugehen. Ich nehme an, ihre gesellschaftlichen Zusammenkünfte spielen auch eine wichtige Rolle bei der Bindung an die Gemeinschaft. Definitiv. Veranstaltungen wie Trommeltänze und Geschichten erzählen sind für ihre Kultur von entscheidender Bedeutung. Das klingt unglaublich bereichernd. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Nunavut zu besuchen? Habe ich? Die Nordlichter zu erleben wäre atemberaubend. Sie persönlich zu sehen wäre ein wahr gewordener Traum. Und traditionelle Inuit-Gerichte zu probieren wäre auch ein ziemliches Abenteuer. Hier geht es darum, die vielfältigen Lebensstile auf der ganzen Welt zu erkunden. Lektion 13. Potluck-Planung. Ich habe über unser bevorstehendes Treffen nachgedacht. Das ist eine großartige Idee. Ich freue mich, dass du das denkst. Wir können jeweils ein Gericht zum Teilen mitbringen. Genau, es macht alles einfacher und vielfältiger. Haben Sie irgendwelche diätetischen Einschränkungen? Nein, ich habe keine Einschränkungen. Ich esse alles, was ein großes Glück ist. Das ist hilfreich. Ich habe einen Freund, der Veganer ist.
Wir sollten verschiedene Optionen einplanen. Das ist ein durchdachter Ansatz. Welches Gericht erwägen Sie zuzubereiten? Ich denke darüber nach, einen Nudelsalat zuzubereiten. Es ist einfach und doch schmackhaft. Oh, ich liebe Nudelsalat. Welche Zutaten wirst du hinzufügen? Ich habe vor, Kirschtomaten, Gurken, Oliven und ein würziges Dressing zu verwenden. Das klingt köstlich. Ich glaube, ich werde einen klassischen Obstsalat machen. Wunderbare Wahl. Frisches Obst ist ein Hit bei Versammlungen. Außerdem verleiht es dem Tisch eine farbenfrohe Note. Ja, und es wird meinen Nudelsalat wunderbar ergänzen. Denkst du, wir sollten auch ein paar Snacks anbieten, die jeder genießen kann? Unbedingt. Chips und Dips sind immer Publikumslieblinge. Ich kann hausgemachte Guacamole mit Tortilla-Chips mitbringen. Das klingt perfekt. Jeder liebt Guacamole. Was ist mit Getränken? Sollen wir jemanden beauftragen, Getränke mitzubringen? Das ist eine hervorragende Idee. Vielleicht würden Limonaden und etwas Mineralwasser ausreichen. Einverstanden. Eine Vielzahl von Getränken kann allen Vorlieben gerecht werden. Das wird ein fantastisches Treffen. Ich kann es kaum erwarten. Das Teilen von Essen macht Zusammenkünften immer Freude. In der Tat. Auf leckere Gerichte und gute Gesellschaft. Lektion 14. Wanderabenteuer. Ich fühle mich heute abenteuerlustig. Ich denke darüber nach, wandern zu gehen. Das klingt wunderbar. Wo willst du hingehen? In der Nähe gibt es einen schönen Wanderweg. Es bietet eine atemberaubende Aussicht und frische Luft. Ich würde mich dir gerne anschließen. Wann denkst du darüber nach, loszulegen? Wie wäre es, wenn wir früh morgens aufbrechen? Early klingt toll. Morgens ist es immer kühler und ruhiger. Genau. Außerdem können wir unterwegs den Sonnenaufgang genießen. Das wäre wunderschön. Bist du diesen Weg schon einmal gewandert? Hab ich. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Die Landschaft ist atemberaubend. Gibt es herausfordernde Abschnitte auf dem Trail? Es gibt ein paar steile Stellen, aber nichts allzu Schwieriges. Das klingt überschaubar. Ich genieße ab und zu eine gute Herausforderung. Ein kleines Abenteuer macht die Wanderung spannender. Was sollten wir für unsere Wanderung mitbringen? Ich schlage vor, etwas Wasser, Snacks und vielleicht eine Kamera einzupacken. Gute Idee. Es wird Spaß machen, die Schönheit des Trails einzufangen. Und Sonnencreme sollten wir nicht vergessen. Die Sonne kann trügen. Sehr wahr. Ich würde es hassen, einen Sonnenbrand zu bekommen. Sollen wir für alle Fälle auch ein Erste-Hilfe-Set mitbringen? Unbedingt. Es ist immer besser, auf alles vorbereitet zu sein. Also, dann ist es geklärt. Ein Wanderabenteuer erwartet uns. Ja, ich kann es kaum erwarten. Lassen Sie uns einen fantastischen Tag im Freien verbringen. Es geht darum, die Natur zu erkunden und die Gesellschaft des anderen zu genießen.
Lektion 15. Die Macht der Pausen. Haben Sie jemals bemerkt, dass Pausen die Produktivität tatsächlich steigern? Unbedingt. Es scheint kontraintuitiv zu sein, aber es ist völlig richtig. Ich habe gelesen, dass kurze Pausen helfen können, das Gehirn zu erfrischen und den Fokus zu verbessern. Ja, wenn wir weggehen, können wir unseren Geist wieder aufladen. Ich stelle oft fest, dass ich nach einer kurzen Pause klarer denken kann. Das ist ein fantastischer Punkt. Es ist, als würde man einen Reset-Knopf drücken. Genau. Welche Pausen nimmst du gerne während der Arbeit ein? Ich liebe es, draußen einen kurzen Spaziergang zu machen. Die frische Luft ist belebend. Ein Spaziergang ist eine tolle Idee. Ich dehne mich lieber oder mache ein paar schnelle Übungen. Das klingt erfrischend. Körperliche Aktivität kann dich wirklich energetisieren. Ganz sicher. Außerdem hilft es, Stress abzubauen, was in einem geschäftigen Büro unerlässlich ist. Wie lange nimmst du dir normalerweise für deine Pausen Zeit? Ich versuche mir jede Stunde etwa 5 bis 10 Minuten Zeit zu nehmen. Was ist mit dir? Normalerweise mache ich längere Mittagspausen und zwischendurch kürzere. Das ist eine gute Strategie. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Und wenn sich jemand schuldig fühlt, Pausen einzulegen, sollte er das nicht tun. Genau. Pausen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung von Effizienz und Kreativität. So wahr. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Genießen Sie einfach die Zeit abseits des Bildschirms. Hier geht es darum, Pausen zu priorisieren und unsere Produktivität zu steigern. Lektion 16. Durch Auswahlmöglichkeiten navigieren. Hier sind wir an einer Weggabelung. Soll ich nach links oder rechts gehen? Das ist die Frage. In welche Richtung fühlst du dich hingezogen? Ich bin Rechtshänder, also weiß ich, welcher Weg rechts ist. Das ist eine interessante Perspektive. Aber hilft das bei der Wahl eines Pfades? Vielleicht tut es das. Richtig kommt mir vertrauter vor. Nun, Vertrautheit ist beruhigend. Aber manchmal kann der linke Weg Überraschungen bieten. Stimmt. Was ist, wenn wir auf der linken Straße ein verstecktes Juwel entdecken? Genau. Abenteuer liegen oft abseits der ausgetretenen Pfade. Auf der rechten Seite scheint es jedoch mehr Aktivität zu geben. Schau dir all diese Leute an. Das könnte mehr Spaß bedeuten. Oder es könnte zu voll sein. Sie sprechen ein gutes Argument an. Wollen wir eine geschäftige Atmosphäre oder einen ruhigen Spaziergang? Ich glaube, eine Mischung aus beidem wäre perfekt. Wie wäre es, wenn wir eine Weile links abbiegen und dann schauen, was rechts unten ist? Das klingt nach einem großartigen Plan. Wir können jederzeit umkehren, wenn wir wollen. Genau. Flexibilität ist entscheidend, wenn es darum geht, neue Orte zu erkunden. Machen wir es zu einem Abenteuer. Jeder Schritt könnte zu etwas Besonderem führen. Und wir können unterwegs Erinnerungen festhalten. Fotos sind unverzichtbar. In der Tat. Ich werde unsere Reise mit meiner Kamera dokumentieren. Wir wünschen Ihnen, beide Wege mit Begeisterung zu beschreiten. Lektion 17. Eine Woche zu Hause. Es war eine interessante Woche für mich. Ich konnte nicht viel von allem tun.
Oh nein. Was ist passiert? Ich habe mir den Knöchel verletzt. Es tat sehr weh, also blieb ich zu Hause, um mich auszuruhen. Es tut mir leid, das zu hören. Es muss frustrierend gewesen sein, drinnen festzusitzen. Es war ein bisschen. Ich habe die Zeit jedoch genutzt, um ein Buch zu lesen. Das klingt nach einer großartigen Art, sich die Zeit zu vertreiben. Welches Buch hast du gelesen? Es war ein ausgezeichnetes Buch namens The Alchemist. Hast du es gelesen? Ja. Dieser Roman ist wirklich inspirierend. Was hältst du davon? Ich fand es tiefgründig. Die Reise der Selbstfindung fand bei mir großen Anklang. Ich stimme voll und ganz zu. Die Idee, seine Träume zu verwirklichen, ist wunderschön dargestellt. Genau. Es hat mich dazu gebracht, über meine eigenen Ziele nachzudenken. Das ist die Magie von Büchern. Sie transportieren uns und helfen uns zu wachsen. Ich mochte auch die Symbolik in der gesamten Geschichte. Ja, jedes Element verlieh der Gesamtbotschaft Tiefe. Da ich zu Hause war, nutzte ich die Gelegenheit, um einige Zitate zu markieren, die mir auffielen. Das ist eine wunderbare Idee. Welches Zitat fandest du am wirkungsvollsten? In einem Zitat heißt es: Wenn du etwas willst, verschwört sich das ganze Universum, um dir zu helfen, es zu erreichen. Das ist eine starke Aussage. Es weckt Hoffnung und Entschlossenheit. Das tut es auf jeden Fall. Trotz meiner Verletzung fühlte ich mich motiviert. Das freut mich zu hören. Vielleicht solltest du deine Notizen mit anderen teilen. Das könnte ich. Das Diskutieren der gewonnenen Erkenntnisse kann andere inspirieren. Das wäre fantastisch. Du könntest sogar einen kleinen Buchclub gründen. Was für ein herrlicher Gedanke. Auf die Kraft der Literatur und Beharrlichkeit. Lektion 18. Kochabenteuer. Ich freue mich auf unser heutiges Kochabenteuer. Ja, ich habe alles aufgeschrieben, was wir für die Rezepte brauchen. Großartig. Das wird uns organisiert und fokussiert halten. Sollen wir jetzt die Zutaten kaufen? Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Denken Sie, wir sollten eine Liste der Geschäfte erstellen, die wir besuchen müssen? Gute Idee. Ich kenne einen Markt in der Nähe, auf dem frische Produkte angeboten werden. Perfekt. Frische Zutaten sind für ein köstliches Essen unerlässlich. Ich liebe den Charme der lokalen Märkte. Die Atmosphäre ist immer lebendig. In der Tat. Außerdem finden wir dort oft Unikate. Genau. Schnappen wir uns eine wiederverwendbare Tasche, um alles zu transportieren. Tolles Denken. Ich vergesse immer, einen mitzubringen. Das passiert den Besten von uns. Enthält Ihre Liste Gewürze? Ja, ich habe darauf geachtet, alle Gewürze aufzuschreiben, die wir brauchen. Perfekt. Gewürze können über den Erfolg oder Misserfolg eines Gerichts entscheiden. Ich stimme voll und ganz zu. Ich möchte, dass unser Essen voller Geschmack ist. Was ist nochmal unser erstes Gericht? Ich freue mich darauf, mit dem Kochen zu beginnen. Wir beginnen mit einem frischen Salat und einem Nudelgericht. Das klingt herrlich. Ein erfrischender Salat ist immer eine gute Wahl.
Und Pasta ist ein Publikumsliebling. Welche Toppings können wir hinzufügen? Wir könnten etwas gegrilltes Hähnchen oder gebratenes Gemüse hinzufügen. Das würde es noch köstlicher machen. Ich bin so bereit. Ja. Lass uns unsere Sachen sammeln und losfahren. Es wird ein lustiges kulinarisches Abenteuer. Wir freuen uns darauf, gemeinsam schöne und leckere Erinnerungen zu schaffen. Lektion 19. Intelligente Einkaufsentscheidungen. Es ist leicht, sich in all diesen Geräten zu verlieren, nicht wahr? Unbedingt. Aber wir müssen vermeiden, Geld für unnötige Dinge zu verschwenden. Ich stimme voll und ganz zu. Die neuesten Geräte können verlockend sein. In der Tat. Manchmal funktionieren einfache Gegenstände genauso gut. Genau. Wir sollten uns darauf konzentrieren, das Nötigste für unsere Aktivitäten zu besorgen. Was hältst du für essentiell beim Wandern? Ein gutes Paar Stiefel und ein zuverlässiger Rucksack sind entscheidend. Einverstanden. Und vergiss die richtige Kleidung nicht. Schichten sind wichtig. Richtig. Komfort ist das A und O, wenn du den ganzen Tag auf dem Trail bist. Außerdem ist eine hochwertige Wasserflasche ein Muss. Flüssigkeitszufuhr ist lebenswichtig. Wir können es uns nicht leisten, uns träge zu fühlen. Sollten wir auch Sicherheitsausrüstung in Betracht ziehen, zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Set? Unbedingt. Sicherheit sollte immer Priorität haben. Ich bezweifle jedoch, dass wir ausgefallene Geräte wie GPS-Uhren brauchen. Ich stimme zu. Eine gute Karte und ein guter Kompass sollten ausreichen. Außerdem kann die Verwendung einer Karte unsere Navigationsfähigkeiten verbessern. Genau. Wir können das Abenteuer schätzen, unseren Weg zu finden. Dieser Einkaufsbummel wird ziemlich aufschlussreich. Ja, eine kluge Wahl kann zu einem besseren Erlebnis im Freien führen. Ich freue mich darauf, unsere Ausgaben unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig hochwertige Ausrüstung zu bekommen. Hier geht es darum, kluge Entscheidungen zu treffen und unsere Abenteuer zu genießen. Lektion 20. Ein Einkaufsabenteuer. Schau dir all diese Geschäfte an. Wir können ein paar vor dem Mittagessen auschecken. Das klingt toll. Ich liebe es, neue Geschäfte zu erkunden. Ich denke, wir sollten eine Liste mit dem erstellen, was wir brauchen. Exzellente Idee. Was sollten wir zuerst zu unserer Liste hinzufügen? Wie wäre es mit ein paar neuen Schuhen? Ich wollte schon immer ein bequemes Paar. Schuhe sind ein Muss. Ich könnte auch eine schöne Jacke für das kühlere Wetter gebrauchen. Perfekt. Wir können nach beiden Ausschau halten. Was brauchen wir noch? Vielleicht ein paar Accessoires, um unsere Outfits aufzupeppen. Gute Idee. Schals verleihen immer eine nette Note. Ja, und vielleicht ein paar lustige Ohrringe. Großartig. Wir erstellen eine ganze Liste. Mit welchen Geschäften sollten wir beginnen? Ich habe gehört, dass es gleich um die Ecke eine fantastische Boutique gibt. Ich habe den Laden gesehen. Es sieht von außen stilvoll aus. Lass uns zuerst dorthin gehen. Ich kann mir schon ein paar schöne Sachen vorstellen. Klingt nach einem Plan. Danach können wir uns das Schuhgeschäft in der Nähe ansehen. Ja,
Und hoffentlich haben Sie eine gute Auswahl. Erinnerst du dich an den Laden mit der skurrilen Inneneinrichtung? Natürlich. Ich würde auch gerne dort vorbeischauen. Vielleicht finden wir einige einzigartige Gegenstände, die unser Zuhause verschönern. Unbedingt. Ein bisschen Dekor kann einen Raum wirklich verändern. Das wird bestimmt ein lustiger Tag. Ja, lass uns anfangen und das Beste daraus machen. Auf ein erfolgreiches Einkaufsabenteuer. Lektion 21. Morgenroutinen. Ich muss sagen, der Smoothie klingt erfrischend. Das ist es wirklich. Wie steht's mit dir? Was genießen Sie normalerweise morgens? Normalerweise wache ich auf, trinke Kaffee und lese ein paar Kapitel eines Buches. Das klingt herrlich. Kaffee und ein gutes Buch sind ein perfekter Start in den Tag. Ja, es hilft mir, langsam aufzuwachen. Ich schätze diese ruhigen Momente. Mir geht es genauso. Was für ein Buch liest du gerade? Ich lese gerade einen faszinierenden Kriminalroman. Er hat viele Wendungen. Oh, ich liebe Mysterien. Wie wählst du aus, was du als nächstes lesen möchtest? Ich verlasse mich oft auf Empfehlungen von Freunden oder Bewertungen im Internet. Das ist eine kluge Strategie. Normalerweise stöbere ich im Bereich Neuankömmlinge der Bibliothek. Es kann aufregend sein, dort versteckte Juwelen zu entdecken. Das ist es wirklich. Manchmal finde ich Bücher, an die ich nie gedacht hätte. Hast du ein Lieblingsgenre? Ich mag historische Romane. Es bietet eine Mischung aus Geschichten erzählen und Geschichte. Das klingt bereichernd. Ich bewundere, wie Geschichten Geschichte zum Leben erwecken können. Genau. Es bietet eine so einzigartige Perspektive auf vergangene Ereignisse. Vielleicht sollten wir irgendwann Buchempfehlungen austauschen. Das würde mir gefallen. Gute Geschichten zu teilen macht immer Spaß. Wir freuen uns darauf, unsere Tage mit Kreativität und Inspiration zu beginnen. Lektion 22. Der Nervenkitzel des Ruderns. Dieses Ruderevent ist ziemlich beeindruckend, nicht wahr? Unbedingt. Die Energie der Menge ist ansteckend. Ich habe gehört, dass ein Teil der Beliebtheit des Ruderns das Glücksspiel ist. Ja, es sorgt sicherlich für eine zusätzliche Spannung für die Zuschauer. Es ist faszinierend, wie lukrative Preise mehr Zuschauer anziehen können. In der Tat, die Leute lieben den Nervenkitzel, auf ihre Lieblingsteams zu wetten. Die Zuschauer wetten regelmäßig auf einzelne Rennen. Das macht den Wettbewerb noch intensiver. Das tut es. Den Ruderern beim Rennen zuzusehen und zu wissen, dass Geld auf dem Spiel steht, erhöht den Einsatz. Ich kann mir den Druck auf die Athleten nur vorstellen, wenn die Fans auf sie wetten. Ja. Ihre Leistung kann sich nicht nur auf ihren Ruf, sondern auch auf den Geldbeutel ihrer Unterstützer auswirken. Das muss ein starker Motivator sein. Gewinnen bedeutet mehr als nur Stolz. Genau. Und der Jubel der Menge muss berauschend sein. Glaubst du, dass diese Wettkultur die Art und Weise beeinflusst, wie sie Rennen fahren? Es könnte. Vielleicht verspüren einige Ruderer zusätzlichen Druck, gute Leistungen zu erbringen.
Ich frage mich jedoch, ob es auch zu unnötigem Stress führen kann. Das ist ein gutes Argument. Es ist entscheidend, Spaß und Wettbewerbsdruck in Einklang zu bringen. Unabhängig davon ist klar, dass Rudern einen einzigartigen Nervenkitzel besitzt. Ja, die Kombination aus Können, Teamwork und Zuschauerbeteiligung ist faszinierend. Viel Spaß beim Rennen und Jubeln für unsere Favoriten.